Also Frankenstein steht hinter allem. Hallo und herzlich willkommen zu Frankensteins Kaiju-Kunde. Bei uns kommt es auf die Größe an. Heute widmen wir uns einem Thema, welches mir seit mehreren Jahren nicht mehr aus dem Kopf gehen will. Und zwar frage ich mich, ob wir momentan im zweiten goldenen Zeitalter des Kaiju-Eiger leben. 2014 erschien der zweite Versuch Hollywoods, mit dem Namen Godzilla Geld zu verdienen. Das Monsterverse von Legendary Pictures und Warner Bros. Begann Gestalt anzunehmen und nach wurde eine richtige Serie von Blockbustern entwickelt, die bis heute und hoffentlich noch lange anhält. 2016 drehten die japanischen Toho-Studios dann auch wieder einen Godzilla aus ihrem Hause. Mit Shin Godzilla wurde ein Film geschaffen, der viele künstlerische Preise gewann und obendrein noch finanziell erfolgreich war. Doch 2023 erschien Godzilla Minus One und dieser Film entwickelte sich über Nacht zu einem der unglaublichsten Überraschungserfolge der letzten Jahrzehnte des modernen Kinos. 2024 bekam dieser japanische Godzilla-Film auch einen Oscar für die besten visuellen Effekte. Ein gigantischer Hit, den die Toho-Studios der Arbeit von Regisseur Yamazaki und seinem Team zu verdanken haben. Für Shin Godzilla als auch Godzilla Minus One wurden offiziell Sequels angekündigt. Genauso geht es mit dem Monsterverse weiter. Im Fahrwasser von Godzillas erneuten Erfolgen wurden mehrere Animes des Kaiju-Eiger produziert, Dutzende Comics und Videospiele kommen immer noch heraus. Das Publikum wird vom Kaiju-Eiger noch heute also in seinen Bann gezogen. Doch dieses gab es bereits in den 1960er Jahren und diese Zeit wird auch als Golden Age of Kaiju-Eiger, das goldene Zeitalter des Kaiju-Eiger genannt. Nun, knapp 60 Jahre später, befinden wir uns erneut in einem solchen Zeitalter? Leben wir in der Silver Era of Kaiju-Eiger? Eine Frage, die wir nun hier ganz offiziell zum ersten Mal gründlich unter die Lupe nehmen wollen. Doch dazu bedarf es einer kurzen Analyse aus der Vergangenheit. Wenn ihr gleich zur Silver Era springen wollt, dann nutzt die Kapitelfunktion dieses Beitrages. Wir wünschen viel Spaß mit dem Video. Als der erste Godzilla-Film 1954 in die Kinos kam, legten die Filmemacher der Toho den Grundstein für das legendäre Kaiju-Eiger-Genre. Regisseur Ishiro Honda, Spezialeffektemeister Eiji Tsuburaya, Komponist Akira Ifukube und Produzent Tomoyuki Tanaka sowie andere talentierte Leute kreierten einen fantastischen Film nach dem anderen, denn das Kinopublikum in Japan und international war begeistert von diesen Werken. Andere Filmstudios wollten natürlich die gleichen finanziellen Erfolge für sich in Anspruch nehmen und produzierten ebenfalls Kaiju-Filme. Das bekannteste Kaiju neben Tohos Godzilla ist sicherlich die Riesenschildkröte Gamera, welche 1965 aus den Daiei-Studios stammte. Das Kaiju-Eiger-Genre wird auch als Tokusatsu-Genre bezeichnet, denn so beschreibt man die Art der Spezialeffekte in Bezug auf Stop-Motion, dem klassischen Mann im Anzug und Miniaturmodellen. Dazu zählen auch damalige reine Science-Fiction-Werke wie Gorath und Krieg im Weltenraum. Etwa ab dem Jahr 1961 mit dem ersten Mothra-Film zeichnet sich allmählich das goldene Zeitalter des Kaiju-Eiger ab. Die Studios produzierten eine gewaltige Vielfalt ebensolcher Filme, wobei einer kreativer als der andere war. Mit King Kong vs. Godzilla von 1962 drehte die Toho mit ca. 12 Millionen Zuschauern den erfolgreichsten Godzilla-Film der Reihe bis heute, was die Besucherzahlen angeht. Ein Jahr nach dem anderen kamen immer mehr tolle Werke heraus. Der Spezialeffekte-Regisseur Godzillas Eiji Tsuburaya machte sich Mitte der 60er Jahre selbstständig und produzierte sogar eigene Serien, weil immer mehr Menschen einen eigenen Fernseher zu Hause hatten und sich den Weg zur Unterhaltung ins Kino sparen konnten. Ab 1966 konzipierte Eiji Tsuburaya Serien wie Ultra Q, Ultraman und Ultra Seven, wobei Ultraman bis heute in Japan einen gewaltigen medialen Stellenwert hat. Im Jahr 1967 war schließlich der Höhepunkt erreicht. Beinahe jedes Filmstudio drehte Kaiju-Filme und im Fernsehen liefen die Tokusatsu-Serien. Es muss ein unglaubliches cooles Gefühl gewesen sein, diese Entwicklung miterlebt zu haben. Wenn man über das goldene Zeitalter des Kaiju-Eiger spricht, dann meint man genau diese Entwicklung. Eine Menge toller kreativer Beiträge wurden äußerst vielfältig auf dem Markt vertrieben. Doch das gesamte Genre war dabei, seinen Zenit zu überschreiten. Es bahnte sich langsam an, aber die Besucherzahlen gingen Schritt für Schritt zurück und somit auch die Budgets, was wiederum die Produktionsstandards herunterschraubte. 1968 kreierte die Toho mit Frankenstein und die Monster aus dem All ihre 20. Kaiju-Eiger-Produktion, welche zu Recht als Klassiker gilt.
Doch dann ging es rasant bergab, auch für andere Studios. Wie schon erwähnt, schwanden die Besucherzahlen, die Filmemacher hatten weniger Geld zur Verfügung und mussten aus älteren Filmen die Szenen in den neuen Film einbauen. 1970 verstarb auch einer der Väter Godzillas. Eiji Tsuburayas Leben erlosch plötzlich im Januar 1970 und hinterließ eine große Lücke. Die Dai Studios meldeten Konkurs an und 1971 lief vorerst der letzte Gamera-Film in den japanischen Kinos. Toros Godzilla hielt noch ein paar Jahre länger durch, aber auch 1975 war für ihn erstmal Schluss. Das Kaiju-Eiga-Genre war für das erste vorbei. Da wir aber über die heutige Silver Era des Kaiju-Eiga reden wollen, müssen wir ein paar Jahrzehnte bis heute springen. Kurz gesagt lief von 1984 bis 1995 die zweite Godzilla-Reihe, die Heisei-Ära genannt wird und meine persönliche Lieblingsreihe ist. 1995 bis 1999 bekam auch die riesenschulkrige Gamera eine Trilogie verpasst, die ohne Zweifel der Gipfel des Kaiju-Eiga ist. 1998 erschien der erste Godzilla-Filmversuch von Hollywood, doch dieser floppte total. Nicht weil er schlecht ist, aber der Film missachtet jeglichen Standard, den ein Godzilla-Film haben muss, total. Hätte dieses Werk von Roland Emmerich einen anderen Namen gehabt, wäre er durchaus ein guter Film geworden. Doch leider scheiterte er an seinen eigenen Ansprüchen. Von 1999 bis 2004 produzierten die japanischen Toho-Studios als Antwort auf den ersten Hollywood-Godzilla die sogenannte Millennium-Ära, welche von 2004 zu Godzillas 50. Geburtstag endete. Denn das Kaiju-Eiga-Genre war erneut am Ende. Die kleinen japanischen Filmstudios konnten mit den gigantischen Budgets aus Hollywood einfach nicht mehr mithalten. Und auch die Sehgewohnheit der damaligen Kinobesucher war erstmal auf Blockbuster aus der Traumfabrik gerichtet. Es vergingen 10 wirklich lange Jahre, bis Hollywood zu Godzillas 60. Geburtstag einen zweiten Versuch startete und dieser auch mehr als geglückt ist. Nach einem langen Hin und Her produzierten die Hollywood-Studios Legendary Pictures und Warner Bros. Mit Godzilla den ersten Teil des bereits ausgedachten Monsterverse, angelehnt an das Universum der Marvel-Filme. Der 2014er Godzilla ist komplett an das japanische Original angelehnt und cineastisch kann man dem Film wenig nachsagen. Tolle Bilder liefert er durchaus und der Erfolg spricht für sich. Die Wesen im Monsterverse werden hier nicht Kaiju, sondern Titan genannt. Doch ich bin immer noch sehr enttäuscht darüber, dass man Godzilla, die titelgebende Figur, so wenig sieht bzw. es wird immer dann weggeschnitten, wenn man als Zuschauer denkt, dass jetzt die eigentliche Action losgeht. Warum das so umgesetzt wurde, verstehe ich bis heute nicht, doch es ging ja Gott sei Dank sehr viel besser weiter, sodass für mich persönlich Godzilla 2014 der schwächste Teil des bisherigen Monsterverse ist. Egal wie man zu Edwards Godzilla von 2014 stehen mag, ist er doch die Initialzündung für dieses Video und warum wir die Frage erörtern wollen, ob wir uns in der Silver Era of Kaiju-Eiga befinden. Bereits im Fahrwasser von Godzilla 2014 wurde das Kaiju-Eiga-Genre reaktiviert. 2013 erschien Guillermo del Toros Pacific Rim und brachte die Zuschauer durch die dort gezeigten Kaiju und Roboter, die Giga genannt werden, zum Staunen. Und dann ging es ab 2014 stetig bergauf mit dem Kaiju-Eiga. 2016 produzierten die Toho-Studios Shin Godzilla. Der letzte Film der Reihe aus dem legendären Filmstudio erschien 2004 mit Godzilla Final Wars. 12 Jahre vergingen also, bis ein neuer japanischer Godzilla gedreht wurde. Die längste Pause seit das Genre 1954 begann. Man war nämlich vorsichtig geworden. Denn der klassische Kaiju-Eiga bezüglich der Animation durch Anzüge und Modellbauten konnte nicht mehr die Sehgewohnheiten des Mainstream-Kinos beeindrucken. Somit war Shin Godzilla der erste Godzilla-Film der Toho, der nicht mit der klassischen Suit-Motion animiert wurde, sondern im Motion-Capture-Verfahren. Als der Film dann schließlich Premiere feierte, konnte sich das Team von Regisseur Hideaki Anno und Shinichi Higuchi vor Lob kaum retten. Shin Godzilla geht wirklich neue Wege, was den König der Monster betrifft. Visuell, was das Design angeht, als auch inhaltlich in der Geschichte. Nun passierte das, wovon jeder Godzilla-Fan wahrscheinlich geträumt hatte. Die Godzilla-Filme wurden ab jetzt zweigleisig produziert. Es existiert der Monsterverse Godzilla aus Hollywood und das japanische Original.
Jedoch laufen beide Serien nicht unter einem Namen gemeinsam. Die Hollywood-Produktionen werden als das Monsterverse bezeichnet und die japanischen Filme zählen offiziell zur Reiwa-Ära. Beide Filmreihen werden getrennt betrachtet. Aber die Auswirkungen, die die beiden auf das gesamte Genre haben, ist der eigentliche Kern dieses Videos. Daher der Sammelbegriff Silver Era, bezogen auf beide Reihen und allen anderen Produktionen. 2017 produzierte die Traumfabrik mit Kong Skull Island den zweiten Teil des Monsterverse. Nun wurde auch der gigantische Gorilla King Kong ins Monsterverse eingeführt. Und das geschieht ja wirklich gut. Dieser Film hat zwar Referenzen an Kongs Wurzeln, geht aber auf frische neue Wege. Ohne Zweifel kann man sagen, dass dieser Kong genau ins Monsterverse passt und es wird erneut auf die größte Konfrontation in der Kinogeschichte hingearbeitet. Zum Schluss teasert man nämlich den Kampf zwischen Godzilla und Kong an. 1962 gab es bereits das erwähnte Duell der beiden Giganten und lockte 12 Millionen Japaner in die Kinos. Man erhoffte sich einen ebenbürtigen Erfolg wie in den 60ern. Godzilla vs. Kong wurde zwar erfolgreich und ging auch mit in die Kinogeschichte ein, doch dies ganz anders als erwartet. Dazu später mehr. In Japan produzierte man derweil eine Godzilla-Anime-Trilogie, in der auch klassische Kaiju auftreten wie King Ghidorah und Mechagodzilla. Diese Trilogie ist wirklich Geschmackssache, was ich nachvollziehen kann. Selbst Legende Steven Spielberg zollte dem Genre sein Tribut. Spielberg ist seit seinen Kindheitstagen Godzilla-Fan und lässt in seinem Ready Player One von 2018 Mechagodzilla auftreten. Toller kleiner Fanservice vom Meisterregisseur. In diesem Jahr wurde mit Pacific Rim 2 Uprising ein Nachfolger von 2013 gedreht. Auch hier sehen wir noch mächtigere Kaiju im Kampf gegen die Jäger. Der Film ist bildgewaltig und macht einfach nur Spaß. 2019 erschien mit Godzilla 2 King of the Monsters der dritte Teil des Monsterverse. Dieser Film ist bisher der beste Tribut an die japanischen Originale. Er kombiniert die Blockbuster-Effekte aus Hollywood und zollt den klassischen Toho-Werken seinen Respekt. Der Film ist nämlich angelehnt an den 1964 erschienenen Frankensteins Monster im Kampf gegen Ghidorah, wo auch zum ersten Mal der goldene Drache auftaucht und sich mit Godzilla, Rodan und Mothra anlegt. Diese 4 klassischen Kaiju sind auch hier eindrucksvoll zu sehen und wirklich gut umgesetzt. Obendrein erweist der amerikanische Komponist Bear McCreary den japanischen Komponisten Akira Ifukube und Yuji Koseki seinen Tribut und wir hören die originalen Themen von Godzilla und Mothra. Eindeutig ein Film von Fans für Fans. Godzilla 2 konnte leider nicht die finanziellen Erwartungen erfüllen. Was eher daran lag, dass die Zuschauer Godzilla von 2014 gesehen haben und sich im Vorfeld dachten, dieser Stil, der 2014 gezeigt wurde, wird weiter umgesetzt. Nach meiner Meinung schlägt Godzilla 2 den von 2014 um Längen. Nach einer kurzen Bedenkzeit, ob das Monsterverse weitergehen sollte, gaben Legendary Pictures und Warner Bros. Grünes Licht und wollten nun mit Godzilla vs. Kong den Höhepunkt des Monsterverse schaffen. Doch etwas kam ihnen dazwischen. Im Frühjahr 2020 breitete sich die Corona-Pandemie über die Erde aus und weltweit wurden die Kinos geschlossen. Eine große Krise für die Filmstudios, denn wo sollten sie ihre Werke zeigen, die bereits produziert und vor der Veröffentlichung standen? Dieses Szenario betraf auch Godzilla vs. Kong. Der Film wurde dann im Frühjahr 2021 auf Online-Streaming-Diensten veröffentlicht und die Resonanz war gewaltig. In den USA als auch in China sprachen die Einspielergebnisse für sich. Selbst als er in den Kinos während des Sommers 2021 gezeigt wurde, konnte man Godzilla vs. Kong nicht verdrängen, so dass er der 8. erfolgreichste Film des Jahres 2021 wurde. Etwas, was zuletzt tatsächlich Roland Emmerichs Godzilla 1998 schaffte. Godzilla hatte wieder einmal der Welt gezeigt, welche Anziehungskraft er hat. Die Menschen waren die politischen und sozialen Auswirkungen von Corona leid und brauchten ein Ventil, um ihre Sorgen loszuwerden. Godzilla vs. Kong war genau das Richtige dafür. Ebenfalls erschien mit Godzilla Singular Point 2021 eine Anime-Serie, die eine interessante Sichtweise auf den König zeigt. Sie wurde sogar auf Deutsch ausgestrahlt. 2022 gab es dann wieder Neuigkeiten aus Japan. Die Toho Studios planten einen neuen Godzilla-Film, der aber keine Fortsetzung zu Shin Godzilla werden sollte. Die Produktion verlief medial sehr unspektakulär. Als Godzilla Minus One dann im Herbst 2023 seine Premiere feierte, überschlugen sich regelrecht täglich die Lobpreisungen dieses Films. Von überall her auf der Welt wurde der Film gefeiert.
Auch Max und ich konnten -1 in einem deutschen Kino sehen und waren mehr als begeistert. Dann gab es die erste große Überraschung. -1 wurde als Anwärter für die besten visuellen Effekte zur Oscarverleihung nominiert. Schon das wäre für einen Godzilla-Film ein Highlight gewesen. Doch im März 2024, zu Godzillas 60. Jubiläum, geschah die Sensation. Godzilla -1 erhielt einen Oscar für die besten visuellen Effekte. Eine Auszeichnung, deren Symbolik nicht zu unterschätzen ist. Denn das Team von Regisseur Yamazaki hat mit einem Budget von unter 15 Millionen Dollar das geschafft, was die großen Hollywood-Studios momentan mit mehreren 100 Millionen Dollar pro Film kaum schaffen: die Zuschauer ernst nehmen und gleichzeitig zu unterhalten. Ich hoffe wirklich, dass Hollywood es schafft, sich an der Art und Weise, wie -1 produziert wurde, zu orientieren. Wir haben schon seit vielen Monaten ein Video zu Godzilla -1 fertig, leider können wir es bis heute noch nicht hochladen, da es diverse Richtlinien untersagen. 2023 erschien mit Monarch Legacy of Monsters eine Serie zu Monsterverse und behandelt die Entwicklung der Geheimorganisation Monarch, in der hochkarätige Schauspieler wie Kurt Russell mitspielen. Staffel 2 befindet sich noch in der Produktionsphase und wird uns wahrscheinlich bald vorgestellt. Hoffen wir aber, dass diesmal mehr Titanen zu sehen sind. Ebenfalls erschien 2023 der erste Gamera-Anime. In Gamera Rebirth kämpft die Riesenschildkröte in 6 Folgen gegen jeweils ein anderes Kaiju. Leider erschien der letzte offizielle Gamera-Film 2006 und seitdem hört man nichts mehr von anderen Projekten. Hoffen wir auch hier, dass Gamera noch einen würdigen Beitrag in der Reiwa-Ära erhält. Wenige Wochen nach der Oscarverleihung von -1 kam der Nachfolger zu Godzilla vs. Kong in die Kinos. In Godzilla X Kong: The New Empire müssen sich beide Titanen zusammenschließen, um gegen eine größere Bedrohung eine Chance zu haben. Dieser Hollywood-Film ist nach meiner Meinung nach der beste Showa-Ära-Beitrag, den das Monsterverse zu bieten hat. Tolle Action und gewohnt bombastische Effekte. Auch hier schafft es der Film, der 8. erfolgreichste des Jahres 2024 zu werden, und mit rund 572 Millionen Dollar Einspielergebnis ist er der bisher erfolgreichste Beitrag des Monsterverse. Man meint, dass damit schon alles gesagt ist? Tja, aber es geht noch weiter. In Japan feiert man am 3. November jährlich den Godzilla-Tag, denn an diesem Tag erschien der erste Godzilla-Film 1954 in den japanischen Kinos. Seit 2020 werden jährlich kleine Godzilla-Shorts auf dem offiziellen YouTube-Kanal der Toho veröffentlicht. Dazu gehören auch Produktionen im klassischen Stop-Motion-Stil. Man benutzte im Short Godzilla vs. Ghidorah die Kostüme von den beiden aus Final Wars. Auch Ghidorah von GMK wurde nachgebaut und sogar Jet Jaguar und Gigan im Stil der Showa-Ära. Die Effekte wurden von niemand anderem betreut als Shinichi Wakasa, der seine Glanzzeit in der Millennium-Ära hatte. Von dem Spezialeffekte-Studio Gemstone, die gemeinsam mit Toho zusammenarbeiten, wurden richtig tolle CGI-Kurzfilme namens Godzilla vs. Giganrex und Godzilla vs. Megalon produziert. Dieser Godzilla ist der Nachwuchs aus der Heisei-Ära. 2 wirklich tolle Projekte mit viel Potenzial. Der aktuellste Beitrag ist Fest Godzilla 2 Shinjuku Burning. Und zum Schluss möchte ich noch einen echten Superhelden erwähnen, der hier leider in Deutschland total unbekannt ist und ganz wenige Veröffentlichungen hat. Ich rede natürlich von Ultraman. Die Serien und Filme sind in Japan seit 1966 unglaublich allgegenwärtig. Es gibt so viele Produktionen, dass man sie gar nicht alle aufzählen kann. Jedoch wird auch dieser Charakter weitergeführt und in Anlehnung an Shin Godzilla von 2016 bekam Ultraman 2022 einen Film namens Shin Ultraman, der auch in Deutschland erhältlich ist. Der Superheld bekam auch noch eine Anime-Serie mit der dazugehörigen Manga-Version. Beides wurde ebenfalls auf Deutsch veröffentlicht. Weiter so. Und nun, Ende 2025, wissen wir, dass Shin Godzilla einen Nachfolger bekommt. Godzilla -1 ebenfalls eine Fortsetzung mit dem offiziellen Titel Godzilla -Zero. Das Monsterverse wird 2027 mit Godzilla X Kong Supernova fortgeführt und die Serie von Apple TV Plus Monarch befindet sich in der Produktion der 2. Staffel. Toho selbst hat angekündigt, ein eigenes Godzilla-Universum zu kreieren. Seit 2014 ist so viel in diesem Genre passiert wie seit den 60er Jahren nicht mehr. Gewaltige kommerzielle und künstlerische Erfolge gehen Hand in Hand und die kreative Palette an Filmen, Serien und Kurzfilmen ist erstaunlich. So kann es noch lange weitergehen.
Liebe Kaiju-Freunde, wir sollten die Silver-Ära des Kaiju-Eiga genießen, solange es möglich ist. Schaut euch die Blockbuster im Kino an, verfolgt die Godzilla-Filme auf YouTube, inhaliert alles, was uns geboten wird. Diese Gelegenheit wird so schnell nicht wiederkommen. Ob Hollywood oder japanisches Original. Jeder Film hat seine Daseinsberechtigung und hält den König der Monster weiterhin auf den Olymp des modernen Kinos. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Bis dann! Es war Frankenstein.